Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute mit einem ganz besonderen Gast, der schon länger bei mir nicht mehr zu hören war. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, aber ich freue mich umso mehr, dass er hier ist und ich bin regelmäßig mit ihm in Kontakt und heute wieder bei uns im Video. Hier ist Professor Fritz Indra. Hallo, Herr Professor Indra. Grüß Gott. Ich gratuliere Ihnen nochmal ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag. 85 Jahre sind Sie alt geworden. Ja, das ist erstaunlich. Ich habe nie gedacht, dass ich überhaupt so alt wäre. Na, bitte. Und in Anbetracht dessen, dass 85 schon ein sehr ordentliches Alter ist, muss ich sagen, es geht mir und meiner lieben Frau, fast 60 Jahre verheiratet, noch erstaunlich gut. Und es gibt noch viel zu tun, nämlich die Menschheit über dieses Lügengebilde Elektromobilität aufzuklären, was ja nur eine politische Geschichte ist. Und das hält mich auf Trab. Und es scheint ja jetzt so langsam Früchte zu tragen, dass man die Kunden aufklärt über diese Mogelpackung, weil ja, glaube ich, heute oder gestern, ich hoffe, es ist kein Aprilscherz, die Uschi von der Leyen diese Strafzahlungen einmal, die fällig gewesen wären, 3 Jahre verschoben hat. Und noch mehr ist natürlich zu hoffen, dass dieses unsägliche Verbrennerverbot ab 2035 endlich fällt. Und da gibt es ja auch zumindest Anschein, dass das auch bald bestätigt wird von der EU. Ich bin da auch ganz guter Dinge. Und ehrlich gesagt, Sie haben es immer gesagt. Da bin ich ganz beeindruckt, dass Sie da so, nennen wir mal, stur geblieben sind. Und Sie haben immer gesagt, das wird nicht funktionieren und das kann nicht funktionieren und die Elektroautoquote, die wird so niedrig bleiben. Und ehrlich gesagt, also ich meine, wir haben ja hämische Kommentare immer unter den Videos gehabt, aber am Ende des Tages sollen Sie doch recht behalten bis jetzt, ne? Ich habe halt immer, und das hat die Politik nicht getan, auf den Kunden vertraut. Ja. Ich habe mir so einen Kunden vorgestellt, wenn ich da rausschaue, bei mir an der Straße, wenn die alle Elektroautos fahren sollen, was die Politik will, das ist undenkbar. Und für die allermeisten Kunden, ich sage immer so 85%, ist dieses Produkt E-Auto einfach nicht gut genug. Mhm. Weil es gegenüber dem Verbrennerauto, das die meisten Kunden haben, so viele Nachteile hat. Und wir sehen es in den Zulassungen, so 15-16% jeden Monat ist es. Und diese fürchterlichen Ziele, die sich die EU da gesetzt hat, nämlich 15 Millionen im Jahr 2030 will Deutschland haben. Die werden mit Bomben und Granaten verfehlt. Es werden nicht einmal 5 Millionen werden. Und das alles führt hoffentlich dazu, dass man dort einmal nachdenkt und sagt, es ist ja doch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, nachdenken wäre teilweise ganz hilfreich in der Politik. Ja, das erleben wir überall. Ja, genau, vor allem in Amerika. Aber ich denke mal, da wird jetzt eine Welle auf uns losbrechen. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass der Hemi V8 auch weitergebaut wird. Da schlägt ja wunderbar. Jetzt höher, ja. Alle, mein Porsche, muss man sich vorstellen, der Herr Blume hat ja verkündet, dass er jetzt wieder Millionen in die Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren steckt. Ist natürlich sehr sinnvoll, aber was mich immer so wahnsinnig macht, wie viele Milliarden da an Fördergeldern verpulvert wurden und immer noch werden. Weil es werden die Förderungen für E-Autos zurückgefahren, auch in Österreich, aber es wird immer noch viel zu viel gefördert und zu viel ausgegeben für ein Produkt, das, wenn man es richtig betrachtet, gar keinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Nur die Politik sagt, es ist eine saubere Geschichte, aber es ist natürlich keine saubere Geschichte, weil wir müssen es gesamtheitlich sehen. Wir müssen sehen, was entsteht, wenn wir die Batterie in China herstellen, wie viel CO2 dort entsteht, und das muss man natürlich dem Elektroauto zurechnen. Und wenn man das nicht macht, macht man einen fürchterlichen Fehler, auch im Sinne der Umwelt. Da haben Sie vollkommen recht. Und ich glaube, Porsche hat noch ein doppeltes Problem, weil die ganzen Batteriehersteller, auf die sie gesetzt haben, einer nach dem anderen pleite geht. So, naja, sicher. Ne? Ich meine, jetzt Batterien her, Deutschland will jetzt eigene Batteriewerke bauen. Das ist der größte Unsinn überhaupt, weil die Chinesen natürlich alle die Rohstoffe haben. Und die haben jetzt schon eine fürchterliche Überkapazität an Batterien und werden, wenn man das in Deutschland herstellt, die immer
bei weitem unterbieten können, weil die das viel billiger herstellen können als in Deutschland. Und naja, sie gehen halt alle pleite und die Firmen, die Ladesäulen bauen, hat sogar der Herr Dies zugeben müssen, die gehen auch pleite, weil die Nachfrage nach Ladesäulen sinkt. Und das muss sich irgendwann einmal rentieren. Und wenn dort nicht den Strom abgezapft wird, dann ist das Ganze für diese Firma, die die Ladesäulen baut, natürlich ein Defizitgeschäft. Und das stellt sich auch immer mehr raus. So, ja. Also, da ist, glaube ich, noch viel, da haben wir noch viel Unruhen vor uns und ich hoffe tatsächlich, dass, ich meine, von mir aus sollen sie Elektromobilität fördern, aber gleichmäßig sollten sie vielleicht auch die Verbrennungsentwicklung fördern und da so ein bisschen Technologieoffenheit an den Tag legen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und, aber um das Thema abzuschließen, ich hoffe, dass ich das noch erlebe, dass dieses Verbrennerverbot 2005, es gehört auch nicht verschoben, es gehört weg. Wir brauchen diese Technologieoffenheit unbedingt. Nur dann kann sich die Wirtschaft richtig entwickeln und die Leute haben wieder Vertrauen in Autos und kaufen sie dann auch wieder. Das ist so, so wichtig. Also ich bin jetzt gerade hin und her gerissen. Wenn nur der Wegfall des Verbrennerverbots sie noch am Leben hält, dann hoffe ich, dass es nicht fällt, wenn ich ehrlich bin. Dass sie uns noch ein bisschen hinhalten in der EU. Naja, aber gut, also jetzt reden wir über ein schöneres Thema, denn ich habe eine Hörermail oder eine Fanmail von uns bekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll. Ich nenne ihn mal Friedrich L. Und der hat geschrieben, ich selber bin Jahrgang 57 und fahre einen Omega A24V 3,6 Liter Irmscher Versuchsmotor. Also tatsächlich schon was ganz Besonderes. Und nun zu meinem Anliegen an Professor Indra. Mich und andere interessieren die Konstruktion des 3 Liter 24V Reihenmotors. Wie ist man dort vorgegangen und was wichtig ist, warum eine einfache Steuerkette statt Duplexkette verwendet wurde, welche später Probleme bereitete? War Herr Indra an der Konstruktion des 4 Liter Irmscher beteiligt? Ein interessantes Thema. Ich bin da mal an mein Bücherregal gegangen und ich habe dieses Buch hier gefunden übrigens. Mein erstes Technikbuch, das habe ich noch zu Schulzeiten gekauft. Und da haben sie mitgeschrieben und da beschreiben sie sogar diesen Motor drin. Also das hat mir gut gefallen. Da beschreiben sie natürlich auch einige 24 Ventilmotoren und da wird auch über diesen Motor gesprochen. So, Herr Professor Indra, also wir reden heute über einen ganz speziellen Opel-Motor oder einen ganz speziellen Opel-Rumpfmotor, den 3 Liter rein 6-Zylinder. Ja, es war ein unglaublich toller Motor und als der dann auf den Markt kam, haben die Medien wirklich geschrieben, Opel hat den besten reinen 6-Zylinder. Besser als der BMW und besser als der von Mercedes. Da reißen Sie eine alte Wunde bei mir auf. Ich weiß, damals war ich noch Schüler und da haben wir natürlich Quartett gespielt und mein Vater hatte den 24-Ventil BMW 525i mit 192 PS. Man hat ja bei Quartett, guckt man nur nach PS und Drehmoment. Und ein Freund von mir, der Vater, der hatte einen Opel Senator mit diesem 3-Liter-Motor und der hatte 204 PS. Habe ich mich immer geärgert, dass der 12 PS mehr hat. Ja, es geht nicht so um die Leistung bei all diesen Motoren, sondern ums Drehmoment. Ja. Und das kann ich dann später noch erklären. Deswegen auch dieses tolle Saugrohr, das da so über den Zylinderkopf drüber geht. Das führt dazu, dass man so viel Drehmoment. Aber ich fange früher an. Sie waren damals in der Abteilung, wo der Motor entwickelt wurde, oder? Oder haben die Abteilung geleitet? Na klar. Also ich kam 85 zu Opel. Mhm. Und Opel hatte damals einen 4- und 6-Zylinder Reihenmotor. Mit dem 4-Zylinder, das war der 2,4 Liter, da hat der Walter Röhrl noch in einem Opel Ascona die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. Das war natürlich ein anderer Zylinderkopf drauf, den hat auch Opel gemacht schon vor meiner Zeit. Und das war der letzte Sieg eines hinterradgetriebenen Autos mit dem Röhrl gegen die Michel Mouton und dann haben wir nur mehr die Vierradler gewonnen. Ja. Also diese beiden Motoren, 2.4 und 3.0, die kamen aus Amerika. Opel hat ja diese Connection immer zu CM gehabt, das waren amerikanische Entwicklungen schon von 1960 und die hatten einen sogenannten CIH, Zylinderkopf, was so viel heißt wie Cam in Head, aber die Nockenwelle war nicht wie bei den meisten europäischen Motoren, über den Ventilen, sondern seitlich. Und die Ventile wurden dann über einen Kipphebel betätigt. Klar, dass das kein Crossflow-Zylinderkopf sein kann, weil die eine Seite war ja zu mit der
oben liegenden Nockenwelle. Also war es ein Sideflow-Motor, das heißt Auspuff und Ansaugseite waren auf derselben Seite. Was natürlich nicht sehr leistungsfördernd ist, aber es war ein sehr zuverlässiger Motor. Und das waren praktisch die Standardmotoren von Opel. Nicht sehr leistungsfähig, weil die heiße Luft vom Abgas auch die Ansaugluft aufheizt. Ja, und man kann die Kanäle nicht groß genug machen, weil er dann alle 12 Kanäle nebeneinander auf einer Seite rauskommen. Ja, okay. Da kann man kein gescheites Saugrohr machen, keinen gescheiten Auspuff drüber. Also es war klar, es muss ein Crossflow Zylinderkopf her, aber um das Investment halbwegs niedrig zu halten, haben wir natürlich denselben Block genommen. Und dieser Block ist was ganz Besonderes, nach heutigen Begriffen viel zu groß, viel zu schwer. Zylinderabstand 105 Millimeter. Aber dieser riesige Zylinderabstand erlaubt ihm auch unheimlich große Bohrungen und damit auch eine Eignung zum Rennsport und auch zu viel, viel mehr Hubraum. So, und es gab bei Opel eine große Diskussion, wohin bewegen wir uns im Motorsport? Es gab eine große Abteilung, die war sehr rallyelastig mit dem helle Bein noch und mit Röhrl und so. Und dann gab es eine andere Seite, zu der ich mich zähle, Rundstrecke. Okay. Okay. Und da haben wir beschlossen, eine unglaublich mutige Entscheidung, aber Opel ging es sehr gut. Opel hat viel Geld verdient. Opel war gleich mit VW, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, in den Zulassungen. Dieser Opel Kadett war besser in allen Belangen als ein Golf GTI. Also Opel ging es wunderbar, viel Geld, und dann konnte sich die Fraktion, die gesagt hat, jetzt gehen wir weg vom Rallye-Sport auf die Rundstrecke, durchsetzen. So, Voraussetzung dafür war natürlich ein Auto, mit dem man in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft mitfahren kann. Jetzt hatte Opel natürlich nur den Omega, die anderen waren zu klein, die hatten zu wenig Hubraum, der Jetta und der Astra oder damals noch Kadett, also Opel, Omega musste her. Das war eigentlich von Haus aus ein verlorenes Spiel, aber wir hatten man fuhr ja gegen diese 190er Mercedes und Alphas und gegen die relativ viel kleineren Autos als der Omega. Aber wir haben es gewagt und haben angefangen, für diesen Omega einen Rennmotor zu entwickeln. Und der musste jetzt natürlich einen gescheiten Vierventilkopf bekommen. Und der wurde dann in meiner Abteilung entwickelt. Und der Hintergrund war eigentlich schon zu dieser Zeit, dass wir gewusst haben, wir haben keine Chance, hier die Meisterschaft zu gewinnen, aber wir mussten ja irgendwie einsteigen. Und das haben wir mit diesem 3 Liter, Opel Evolution hieß, Omega Evolution hieß der dann, da hat man schon den Block verstärkt, im Hinblick darauf, dass aus diesem ursprünglichen GM-Block, nach wie vor viel zu groß und viel zu schwer. Übrigens war der alte Zylinderkopf, dieser Cam-In-Head, auch ein Grauguss-Zylinderkopf. Okay. Also was halt überhaupt nicht mehr gibt. So, jetzt haben wir da einen wirklich tollen 4-Ventil-Zylinderkopf entwickelt, 3 Liter Hubraum, und der Evolution Omega wurde, glaube ich, mussten 500 Stück gebaut werden. Um die Zulassung zu erreichen, haben wir auch geschafft. Und die erste Version von diesem neuen Vierventiler war der Rennmotor. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das halbwegs sehen kann. Ah ja, ein Schaubild. Ja. Da ist der Rennmotor. Ja. Und man sieht, dass das noch so ein klassischer Motor ist. Mit den Ansaugtrichtern, 6 Stück, dahinter ein Schieber, der also die Füllung geregelt hat, war wälzgelagert, ein irrer Aufwand, aber es war ein erstaunlich guter Motor. Und das Problem bei allen reinen 6-Zylinder ist natürlich die Drehzahl. Der 6-Zylinder-Rennmotor muss hochdrehen und da brechen dann normalerweise immer die Kurbelwellen. Aufgrund der Drehschwingungen, weil die Kurbelwelle so lang ist und weil viele Massen dranhängen. Also muss man einmal diese Kurbelwelle leicht machen. Und die Berechnungsabteilung hat uns gesagt, es geht auch nicht mit 12 Gegengewichten, sondern mit nur
4 Gegengewichten. Und da haben wir dann an der Kurbelwelle so viel Masse runtergedreht, dass da wirklich 5 Kilo leichter wurden. Und vor allem waren die rotierenden Massen viel kleiner. Und wir konnten die kritischen Drehzahlen so weit raufschieben, dass dieser Motor sogar 10.000 Umdrehungen drehen konnte. Wenn Sie 5 Kilo einsparen, wie viel wiegt denn so eine Kurbelwelle? 23, 24 Kilo. Ah, okay. So mal ein Viertel. Sie ging von 29,5 auf 23 Kilo runter. Okay. Ja, und dadurch, der Motor läuft natürlich rauer, weil der Massenausgleich nicht mehr zu teuer, aber das ist ja beim Rennmotor völlig wurscht. Ne? Ja. So, und diese Motorentwicklung, die gab es dann ab 1990. Gab es diesen Omega Evolution mit diesem Motor und er hatte immerhin 400 PS, aber es war, wie gesagt, viel zu wenig, um zu realisieren und wir hatten uns eigentlich ziemlich, ich sage es einmal, brutal lächerlich gemacht, mit diesem Auto gegen die etablierten Mercedes Alphas zu fahren. Aber ich war ja dann Chef der gesamten Vorausentwicklung und habe immer schon mitbekommen, was gibt es da in Zukunft für Autos bei Opel, die eventuell einmal diese Meisterschaft gewinnen können. Und dann war der Opel Calibra schon bei uns in der Vorausentwicklung in Entwicklung und da hat sich herausgestellt, das ist ein ideales Auto für diese Tourenwagen-Meisterschaft und der wurde auch dann homologiert und immer nur einen Zeitbegriff zu geben. Das war ein richtig tolles Rennauto und hat dann auch gewonnen, 1996, das hieß damals noch nicht die deutsche Touren, aber es war immer noch diese Tourenwagen-Meisterschaft und es hat also 6 Jahre gedauert. Die ITC, oder, meinen Sie? Ja, ITC. Ja, genau. Und die haben wir dann gewonnen gegen ärgste Konkurrenz, der Manuel Reuter hat damals gewonnen. Es hat einen guten Beigeschmack, weil nach den ersten Rennen mit diesem 3 Liter Omega war die Kritik so vernichtend, dass ich ein Gelübde gemacht habe. Und ich habe zum Herrn Stritzek, das war der Einsatzleiter, gesagt, so Herr Stritzek, ich höre jetzt auf zu rauchen und rauche erst, das war damals so üblich, dass man halt geraucht hat, vor allem bei den Rennen. Und ich rauche erst wieder, wenn Opel diese Meisterschaft gewinnt. Es hat, wie gesagt, 6 Jahre gedauert. Ich habe keine einzige Zigarette geraucht und Gott sei Dank hat es mir nach 6 Jahren auch nicht mehr geschmeckt. Also das war ein weiterer positiver Effekt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Motor. Dieser Motor hatte im Hubraum unheimliche Reserven, weil der Zylinderabstand mit 105 wahnsinnig groß war. Dadurch war der Motor natürlich zu lang, aber er war längst eingebaut, war nicht so schlimm, er war zu schwer auch. So, und das haben wir natürlich erkannt und haben gesagt, was können wir denn noch machen aus diesem Motor? Und es gab auch die Firma Irmscher, die hat da auch schon drum gebastelt. Die hatten schon für den alten CIH-Kopf eine Kurbelwelle gemacht mit mehr Hubraum und haben das auch angeboten. Wieso unser Hörer hier oder der auf eine Simplex-Kette kommt, weiß ich nicht. Vielleicht hat das der Irmscher damals so gemacht, aber die Motoren, die wir immer entwickelt haben aus diesem Zylinderblock, waren immer Duplex-Ketten. Ja, das habe ich auch in Ihrem Buch gelesen, da war ich auch kurz nicht ganz sicher. Ja, okay. Ja, und die haben natürlich immer gehalten. Okay. So, jetzt zu dieser Zeit gab es auch einen gewissen Bob Eaton, war der Chef von GM Europe und Lotus hat auch zu Opel gehört, also zu GM gehört in Europa. Ja. Und der Bob Eaton hat eine ganz tolle Idee und hat gesagt, so, jetzt machen wir einen Lotus Omega. Weil der Zylinderkopf war da, der Block war da, der Hubraum war da und mit viel Geld hat dann Lotus, das war so, wie Bob Eaton meinten, Win-Win-Situation, kann er Lotus helfen und Lotus gibt praktisch den Namen mit. Es wurde ein aufgeladener, ein Biturbo mit 2 Turboladern, mit wassergekühlten Ladeluftkühlern, unglaubliche Leistung und es wurden 1000 Stück von diesem Omega Lotus gebaut. Es gab nur ein Problem, die Leistung war zu hoch
und die Verschraubung des Zylinderkopfes am Motorblock hat nicht gehalten. Das heißt, der Mitteldruck in der Brennreim war so hoch, dass die Vorspannung für die Zylinderkopfdichtung nicht mehr da war. Und was das bedeutet, weiß jeder, der sich bei Motoren auskennt. Aber das Auto war die schnellste Limousine der Welt natürlich, lief 285 Spitzengeschwindigkeit. War ein unglaublich schnelles Auto, natürlich nur Hinterradantrieb. Und Lotus hat diesen Motor auch nicht richtig fertig entwickelt. Und sie haben halt die Teile genommen, wie sie sind. Man hätte den Block gleich aus einem höherfestigen Grauguss machen müssen, Vermicularguss zum Beispiel. Man hätte an der Verschraubung arbeiten müssen. Also das Auto wurde 2 Jahre lang gebaut und hatte auch diesen Zylinderkopf, den wir entwickelt haben. Ganz kurz, hat man Ihnen den Motor nicht vorgeführt damals? Ja, den Lotus. Ja. Naja, sicher. Aber haben Sie da nicht Bedenken angemeldet, gesagt, Leute, da müsst ihr noch ein bisschen in Feinheiten gehen? Lieber Herr Arndt, das hat nichts genutzt. weil der große Chef gesagt hat, Lotus gehört zu Opel oder zu GM und den Namen müssen wir nutzen, also machen wir den Lotus Omega. Okay. Aber im Geheimen haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht gut gehen. Und das ist auch eine Klasse zu hoch für Opel. Man muss ja nicht die schnellste Limousine der Welt bauen, sondern eine zuverlässige, sportliche und dann standfeste Limousine bauen, die ordentlich geht. Dann haben wir angefangen, das Hubraum-Limit dieses Motorblocks auszuloten. Und es war klar, bei 105 Zylinderabstand kann man auch eine Bohrung von 98 Millimeter, also immerhin 10 Zentimeter, sind schon ordentliche Kolben. Ne? Ja. Und die gehen da locker rein. Und dann hat man ja immer noch 7 Millimeter zwischen den beiden Bohrungen und das ist absolut ausreichend. Also haben wir eine Kurbelwelle gemacht, größere Kolben und der Hub wurde so gewählt, dass da genau 4 Liter Hubraum rauskam. Und das haben wir so quasi im Halbgeheimen gemacht, weil wir gehofft haben, dass aus diesem Lotus-Projekt doch nichts wird. Weil dann hätten wir für den Senator oder auch für den Omega den absoluten Top-Motor gehabt mit 4 Liter Hubraum. Und wir haben den richtig fertig entwickelt. Aber er durfte praktisch dann bei uns im Werk mit der ganzen Dauererprobung, die notwendig ist, um sowas freizugeben, nicht weiterverfolgt werden, weil dieser Lotus Omega bevorzugt wurde. Okay. Also haben wir dieses Projekt dann an die Firma Irmscher abgegeben oder abgeben müssen, leider, weil es ein unglaublich toller Motor ist. Und das ganz Tolle an diesen Motoren, ich zeige es noch einmal jetzt hier, das sind diese Saugrohre, die sich da oben drüber legen. Ja. Also wir haben vor allem auf höchstes Drehmoment geschaut, weil das ist das, was der Fahrer spürt. Deswegen hat man damals wahrscheinlich auch gesagt, Opel hat den besten Reihen-Sechszylinder. Dieser Antritt von unten, auf Englisch heißt es Low-End Torque, also viel Drehmoment unten machen. Und das war immer das Hauptziel bei diesen Motoren. Und die hatten auch ein fantastisches Drehmoment. Und das macht man mit diesen Saugrohren. Je 3 Zylinder werden zusammengefasst. Und im Saugrohr gibt es dann eine Klappe, die den Motor entweder als 2 Dreizylinder laufen lässt oder als 6-Zylinder. Und die 2 Dreizylinder laufen heißt, man kann die Pulsationen, die in den Saugrohren entstehen, optimal ausnutzen und einen gewissen Nachladeeffekt erzielen. Und das hieß dann Dual Ram Intake System, also ein Ansaugrohr. Übrigens macht es Porsche auch beim Boxermotor. Da geht es auch, ne? Das teilt man dann an 3 Zylinder links, rechts und dann laufen die so. Der Kunde merkt natürlich nichts davon. Aber man kann so das optimale Drehmoment holen und das hat beim 4 Liter hervorragend funktioniert. Wir haben dann, leider die Motoren abgegeben an den Irmscher. Er hat sich gefreut. Ja, hat gefreut. Aber es war halt doch kein Werksprodukt. Und im Endeffekt hätte es der Firma Opel sehr gut getan, einen ganz zuverlässigen Top-Motor zu haben mit dem 4 Liter und nicht den anfälligen Turbomotor von Lotus. Aber es gibt halt immer wieder so
hohe Entscheidungen von den Oberbossen, da kann man nicht dagegen ankommen. Dieser 4-Liter-Motor hat auch noch eine tolle Geschichte, weil ich habe ein Auto, das heißt Intermechanica Indra. Ein Sportwagen, ein Cabriolet, 91, 92 gebaut, der Intermechanica Indra heißt. Der Name ist nicht von mir. Aber wenn Sie ins Internet gehen unter dem Namen Fritz Indra, kommt gleich eine große Geschichte. Der Fritz Indra hat natürlich dieses Auto entwickelt, was völliger Unsinn ist, weil ich war damals Hochschulassistent beim Professor Eberhard von Eberhorst noch. Ich war genau 30 Jahre alt. So, und war praktisch in der Promotion, hat überhaupt keine Chance, dieses Auto zu entwickeln. Nein, im Internet steht, Indra hat es entwickelt und auch noch seinen Namen hergegeben, was genauso gelogen. Viel Geld damit verdient, dass er seinen Namen hergegeben hat. Nein, der Name, sehr lustige Geschichte, stammt vom Kurt Jürgens. Vom Udo Jürgens. Udo Jürgens, ja. Der Udo Jürgens hat einen Schlager. Und da besingt er eine Frau, die Indra heißt. Indra ist ich kann nichts dafür, ist ja wirklich ein schöner Name. Ja. Auch für ein Auto. Und der Erich Bitter war der Importeur für diesen Intermechanica Indra für Deutschland. Aber als er mit dem Auto gesagt hat, er wird es importieren, hatte das Auto noch keinen Namen, sondern nur den Firmennamen, Intermechanica. Und da hat mir der Erich Bitter dann erzählt, fuhr irgendwo in Italien damit, und da hört er im Radio diesen Schlager vom Jürgens, wo die Frau besingt die Indra, ein fürchterlicher Schlager übrigens, ganz schlecht, ein fürchterlicher Text, aber der Name Indra kommt vor und da sagt der Erich Bitter, Indra muss er heißen. Also so kam der Name Indra zustande und dieser Motor, dieses Auto, den gab es mit 2 Motoren, mit einem amerikanischen V8, war übrigens aufgebaut auf Opel Diplomat, hat eine D-Hinterachse, 4 belüftet, ein tolles Auto und hat einen V8, aber auch diesen reinen 6-Zylinder-Motor, ursprünglich in der CEH-Version. Die hat der Erich Bitter dann noch gesagt, wir müssen das Auto auch anbieten, nicht nur mit einem V8 von Amerika, also diese Push-Rod-Motoren, die nicht sehr leistungsstark waren, sondern auch mit einem reinen 6-Zylinder, weil der rein 6-Zylinder in Deutschland so ein gutes Image hat. Also gab es dann auch mit dem reinen 6-Zylinder, das war genau dieser Block, über den wir heute reden. Okay. Und deswegen passt dieser 4-Liter-Motor auch wunderbar in den Indra hinein. Diesen Intermechanica Indra habe ich inzwischen, wenn man alt wird, macht es nicht mehr so viel Spaß, verkauft an den Professor Grebe. Ja, okay. Der AVL-Chef, oder? Ja, okay. Der ist aber nicht mehr bei der AVL und war lange Jahre Geschäftsführer, sondern ist jetzt Hochschulprofessor an der TU Wien. Okay. Und der hat meinen Indra natürlich samt dem Motor und restauriert den hervorragend. Und dadurch, dass er jetzt nicht mehr in Graz ist bei der AVL, wo der Indra auch stand, sondern wieder nach Wien zurückkam, ist es auch der Indra wieder in meiner Nähe, nur gehört er mir nicht mehr. Er gehört jetzt also, aber hin und wieder dürfen Sie noch mal damit fahren? Ja, ich werde ihn besuchen auch. Das Ganze ist erst letzte Woche passiert, dass seine Autos wieder nach Wien kamen. Aber es ist eine lustige Geschichte mit dem Auto. Und dass dieser Motor als 4-Liter-Reihenmotor war natürlich diesem amerikanischen V8-Motor überall überlegen. Ne? Der V8-Motor war ein ganz einfacher Motor, billig und hatte viel weniger Leistung als dieser rein 4-Zylinder. Also die Kombination mit einem ordentlichen Fahrzeug und 4-Liter Hubraum rein 6-Zylinder ist eine ganz tolle Geschichte. Und es gibt, wie gesagt, diese Varianten und naja, leider gibt es das heute alles nicht mehr. Na, das kommt vielleicht wieder. Aber sagen Sie noch mal ganz kurz. Solange es rein 6-Zylinder, die sind ja heute viel kürzer, nicht? Ja, das stimmt. Das wäre nämlich eine Frage. Von 90 mm, das sind 15 mm weniger pro Zylinder. Ja. Gleich einmal der ganze Motor um 6, 7, 8 cm kürzer. Was leichter. Extrem viel ist, genau. Warum war denn der Platz zwischen den Zylindern oder warum hatten die denn so ein hohes Stichmaß? Das ist ja. Naja, das kommt aus Amerika.
Okay. Masse spielt keine Rolle, da wird das einfach Nein, angehängt. das war damals auch einfach so, dass man gesagt hat, man geht immer auf die sichere Seite. Ne? Je mehr Okay. Zylinderabstand man hat, umso mehr Auflagen hat man für die Zylinderkopfdichtung. Und man muss dann nicht auf so hohe Drehzahlen gehen, um viel Leistung zu machen, sondern man macht einfach die Leistung, das Drehmoment über den Hubraum. Das ist so Wobei die eigentlich, amerikanische Lösung. Ne? Und ja, deswegen waren diese Motoren so groß. okay, aber wobei das doch eigentlich ja ein kurzhubiger Motor ist. Ja, das geht ja trotzdem. Ja, ja, das geht, aber es ist Aber er nicht ganz bleibt optimal, oder? genauso lang. Man Ja, kann die Bohrung groß machen. ja. Für denselben Hubraum wird natürlich dann der Hub kleiner. Und dieser Rennmotor hat es natürlich ausgenutzt. Er Mhm. hat einen sehr kleinen Hub und eine große Bohrung. Und deswegen konnte man auch so hoch drehen. Und weil die Kolbengeschwindigkeit bei kleinem Hub natürlich niedriger ist, als wenn man einen großen Hub macht. Richtig, genau. Aber man wird auch, glaube ich, für Straßenwagen, wo man eher auf Drehmoment geht, also ich glaube, Mercedes baut eher langhubigere Motoren oder hat das zumindest früher gemacht, ne? Naja, die machen das, um aus diesen sehr viel kleineren Blöcken Mhm. möglichst viel Hubraum raus. Wenn Mhm. sich eine Firma einmal eingependelt hat, wie VW, mit 88 Millimeter, weltweit, alle Motoren, die sie da bauen, die Reihenmotoren, haben 88 Mhm. Millimeter. Das heißt, das ganze Bohrzeug, wie man die Blöcke bearbeitet, ist alles auf 88 Millimeter ausgelegt. Und es ist unmöglich, weil nicht finanzierbar, wenn das VW hergeht und sagt, das machen wir aber nicht mehr 88, sondern 90. Ja, klar. Da brauchen sie lauter neue Motorenwerke und das kann sich kein Mensch mehr leisten. Das heißt, die Firmen sind festgezurrt auf diesen Zylinderabstand und bei uns war es halt damals diese 105, wir waren dankbar, aber in der modernsten Verbrennermotorenentwicklung sind solche Motoren nicht mehr konkurrenzfähig, weil sie auch alle aus Grauguss waren. Ne? Ja, ja, klar. Sind alle diese Motoren, haben Alublöcke und das war halt ich sage mal, ein Grauguss drum. Aber wie gesagt, wenn man den Hubraum voll ausgenutzt hat, wie bei dem 4 Liter 24V, mit dem Sauger zusammen, war das ein hervorragend, oder ist immer noch, gibt noch etliche Exemplare, ein hervorragender Motor. Warum sind Sechszylinder-Reihenmotoren eigentlich eh so gut? Also das hat natürlich was mit dem Massenausgleich zu tun, ne? Dass die so Naja, weil der funktionieren, überhaupt keine freien Massenkräfte und Momente hat und keine Ausgleichswelle braucht. Ne? ne? Die heutigen Vierzylindermotoren gibt ja auch unglaublich viel Leistung schon. Die brauchen immer, um für den Kunden angenehm leise zu laufen, vibrationsarm zu laufen, Ausgleichswellen. Ein Vierzylinder braucht also zwei Ausgleichswellen, die rotieren dann mit doppelter Kurbelwellen. Drehzahl, das ist ziemlich aufwendig, kostet auch ein bisschen Leistung. Dreizylinder braucht eine Ausgleichswelle, um sie angenehm für den Kunden zu machen. Und der Sechszylinder hat halt den riesen Vorteil, dass er ohne dieses ganze Zeug auskommt und völlig frei ist von Massenkräften. Und dann kommt dieser Sound von einem Sechszylinder dazu, der unglaublich ist. Ich hatte ja Gott sei Dank, als ich zu Opel kam, noch von Alpina her viel Erfahrung mit diesen reinen Sechszylindermotoren, weil Alpina hat ja seinerzeit für BMW mit auch noch einem großen Sechszylinder zweimal die Tourenwagen-Europameisterschaft gewonnen. Mhm. Also ich kannte mich sehr gut aus. War noch ein Zweiventilmotor von Alpina her mit hohen Drehzahlen bei Sechszylinder und wie toll Sechszylindermotoren überhaupt sind. Und das ist wirklich ein Unterschied. Das ist so, wie wenn man 8 oder einen 12-Zylinder fährt. Das ist ein Klassenunterschied wie 6 Zylinder zu 4. Obwohl der Vierzylinder vielleicht genauso viel Leistung hat. Aber allein dieser Sound eines Sechszylinders ist was ganz Besonderes. Finde ich auch, geht mir auch so und es ist natürlich schade, dass Was haben Sie für einen Motor in Ihrem Auto? ich habe einen V8. Ah, V8 Diesel habe ich. sehr gut. Kommt wieder. Ja, aber mal Ich gucken. empfehle Ihnen übrigens das neue Automotor in Sport. Ich kenne den Herrn Pfeiffer sehr gut. Das ist jetzt wieder eine richtige Autozeitung. Die waren ja eine Zeit lang voll, war eine Elektrikerzeitung eigentlich. Dann hat der Herr Pfeiffer das übernommen und inzwischen machen sie das absolut fair.
beurteilen Elektroautos, aber auch wieder Verbrenner, insbesondere den Diesel. Wenn Sie so ein neues Heft anschauen, das ist so, wie es sich gehört, nämlich was der Kunde lesen will. Der Kunde, das sind die 85%, die heute kein Elektroauto kaufen, die wollen nicht eine Zeitung lesen, wo nur Elektroautos drinnen sind. Und seither geht es mit Automotor und Sport wieder ordentlich bergauf, von 32% Marktanteil auf 52%. Auflagen steigen und die Kunden sind wieder zufrieden. Ja, also verrückt, da sehen wir auch den Trend, dass halt die Leute verstehen müssen, dass die meisten Kunden überhaupt kein Elektroauto wollen. Und so muss man auch eine Zeitung gestalten, eine Autozeitung, wenn man wieder Erfolg haben will. Ich sehe es ähnlich und ich glaube auch, dass Elektroauto-Kunden, und ich glaube sicher, es gibt für Elektroautos Einsatzzwecke oder Einsatzfälle, die wirklich, wo das beste Format vielleicht ist, irgendwie kleine Stadtautos oder so. Aber das mit eigenem Solar. Mit eigenem Solardach, ja, ganz genau. Oder mit eigener Lademöglichkeit oder was weiß ich was. Aber das sind, glaube ich, Autonutzer. Das sind nicht diese Herzblutfans, wie sie hier vielleicht auf diesem Kanal vertreten sind oder die bei uns jetzt zuschauen, sondern das sind Leute, die sagen, ich brauche ein Auto, was kaufe ich das? Ja, es gibt noch den Tesla S Plaid mit 1000 irgendwas Elektro-PS, aber das ist jetzt mal ausgenommen. Da gibt es sicherlich einige Autos, die da toll sind, aber ansonsten, die kaufen nicht die Autozeitung und warten den neuesten Test ab, sondern das sind einfach vielleicht Leute, die sagen, was ist das billigste Leasing-Auto für mich. Ne? Ja, und die sind ja, in Österreich, Deutschland haben ungefähr nur 10% aller Kunden überhaupt eine eigene Garage. Ja. Oder ein eigenes Haus, wo sie das mit den Solarpanelen machen können. Gut, schöne Spielerei, ist ja okay. Aber es ist halt unglaublich wenig. Und es spiegelt sich auch immer wieder in den monatlichen Zulassungszahlen Elektroautos gegen Verbrennerautos wieder, die ich natürlich regelmäßig beobachte, stellen wir immer wieder fest, 15, 16, 17%. Und es werden wahrscheinlich wieder weniger, wenn dann die EU endlich dieses Verbrennerverbot kippt, weil dann brauchen die Leute auch kein schlechtes Gewissen haben und sagen, ich kann mit meinem Verbrenner ewig weiterfahren, hält ja viel länger wie jedes Elektroauto. Und wie gesagt, vielleicht erlebe ich es noch. Ich hoffe es inständig. Ich werde Sie mit weiteren Videos auf Trab halten, Herr Professor Indra. Ja, gerne. Ganz viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich finde, wir müssen wieder regelmäßiger miteinander sprechen. Wir finden sicherlich noch Technikthemen. Formel 1 ist auch so ein Thema. Beobachten Sie das noch? Oh ja, natürlich. Ja. Ist ja hochinteressant. Und da laufen wir auch auf einen Unsinn hin, weil er dieses neue Reglement, das dann ab 26 gilt, sagt, man muss 50% elektrisch fahren und 50% mit Verbrenner. Gott sei Dank ist jetzt wenigstens dieser Turbolader, mit dem man heute noch fährt, der Strom erzeugt, der fällt raus, weil das ein irrteures Ding war, viel zu kompliziert. Also den wird es nicht mehr geben. Aber dafür hat man gesagt, jetzt die Batteriegröße will man nicht verändern in der Formel 1, aber man will viel mehr rekuperieren. Und zwar so viel bei jedem Bremsen, dass da etwa 50% dann elektrisch kommt und 50% vom Verbrennungsmotor. Das ist natürlich ein fürchterlicher Irrglaube, dass sowas gelingen kann. Und man kann natürlich sowas machen, aber die Autos werden langsamer. Weil du kannst nicht, die Leistung ist viel seltener da, weil man einen Teil der Leistung immer wieder abzweigen muss, um die Batterie aufzuladen. Das ist eigentlich ein technischer Irrweg, weil Energie zu wandeln ist immer mit Verlusten verbunden. Und man tut da nichts anderes, als Energie zu wandeln. Und jetzt gibt es ja das neueste Gerücht, man will ja vielleicht wieder zurück zum Sauger. Irgendwo war wieder von 10-Zylinder-Motoren mit dem unglaublichen Sound die Rede, also ganz einfache Motoren und dieses ganze elektrische Zeug rausschmeißen. Aber da gibt es so viele Strömungen und ich glaube, Mercedes ist dagegen, weil die sind jetzt offensichtlich in dem neuen Reglement ab 26 mit mehr Rekuperieren weiter als andere. Aber eines muss man sagen, die Formel 1, und das hätte ich auch nicht gedacht, hat sich, was das Medieninteresse betrifft, ja unglaublich entwickelt. Unglaublich entwickelt, ja. Das hätte man den bösen Amerikanern, ich gestehe den Amerikanern zu, dass sie immer noch tolle Dinge entwickeln können, auch ingenieurmäßig.
Und das hätte man denen nicht zugetraut, dass man hat gesagt, wenn der Ecclestone weg ist, bricht die ganze Formel 1 zusammen und dann fahren wir nur mehr elektrisch Formel 1. Im Gegenteil, ne? Der Nico Rosberg hat gesagt, in Zukunft ist es alles wurscht, die Formel 1 fährt nur mehr elektrisch. Ja. Aber wir wissen, dass diese Formel E inzwischen ein trostloses Dasein fristet und der Verbrennermotor, den kriegt man nicht weg, weder in der Formel 1 noch auf der Straße. Aber wie die das hinbekommen, wenn man diese Rennen in Las Vegas anschaut und wie sich die Länder, immer mehr Länder bemühen, so ein Formel 1-Rennen zu kriegen, das ist unglaublich. Und es sind tolle Rennen und so Geschichten, wenn der Hamilton jetzt einen roten Overall anhat, das hilft alles, weil das dauernd in der Zeitung ist und die 2 ersten Rennen waren schon ganz erfolgversprechend, dass nicht immer der Verstappen gewinnt, weil sein Auto doch nicht mehr so gut ist. Nee, Ferrari hat ja wieder mit Regelbrüchen zu kämpfen und McLaren gewinnt. Das ist eine Blamage, aber übrigens, der Russell hat letztes Jahr auch schon ein Rennen gewonnen, wo er mit einem Satz Reifen, also nur mehr einmal Reifen gewechselt hat. Und das Problem ist, wenn man dann mit dem zweiten Satz so lange fährt, ist der Gummiabrieb so groß von dem Reifen, alle Autos werden nachher gewogen. Und das Ganze ist so kalkuliert, 2-Stopp-Strategie, und man weiß genau, wie viel Gummi geht runter von den Reifen. Das Auto muss nachher unbedingt ich glaube, es sind zurzeit 805 Kilo, erfüllen. Und wenn dieses Gewicht auf 1 Kilo nicht stimmt, wird man disqualifiziert. Ist dem Russell letztes Jahr schon passiert, da hat Mercedes den Fehler gemacht. Und diesmal ist es Ferrari passiert, und noch einem, glaube ich, weil die sind dann plötzlich statt 2 Stopps nur einen Stopp gefahren. Und man sieht ja auch immer, dass die zum Schluss vom Rennen mit ihren Autos in der Auslaufrunde dann immer dorthin fahren, wo der Dreck ist. Wo der ganze Dreck, die Gummiwutzeln, wo die da rumliegen, die bleiben dann kleben an den Rädern. Die Räder schauen aus, also fürchterlich, lauter Gummiwursteln drauf. Und damit sie wieder Gewicht aufnehmen, damit sie ja nicht so leicht sind. Aber diesmal hat Ferrari, wie sagt es auf Österreichisch, Stawuschen und anderen auch noch. Also das ist halt immer so, wenn solche Geschehnisse eintreten, die man eigentlich nicht vorhergesagt hat. 2 Reifenwechsel und dann fährt dann nur einer. Plötzlich ist das Auto zu leicht. Aber es ist schon unglaublich, wie nah am Limit kalkuliert wird, oder? Im Motorsport inzwischen. Weil das Gewicht es gibt ja nicht mehr viele Faktoren, weil das Regelmaß so eng ist, wo man in der Formel 1 was machen kann. Das ist die Schwerpunkthöhe, es ist das Gewicht natürlich und es ist auch der Benzinverbrauch. Ne? Je weniger ein Formel 1-Auto an Benzin verbraucht, umso weniger muss es Benzin mitschleppen. Und dadurch ist das Auto leichter. Es ist von Anfang an immer leichter, im Fahren auch und deswegen ist das Gewicht so wahnsinnig wichtig, dass man immer da wirklich aufs Kilo genau trifft. Wahnsinn. Ja, beeindruckend, muss ich auch sagen. Ja, Formel 1 ist wieder spannend, wird immer spannender, tolle Strecken und das macht Spaß dazu zu gucken. Herr Professor Indra, bei Ihnen macht Spaß zuzuhören. Ich freue mich. Wie lange haben wir denn jetzt gemacht eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Aber ich mache noch kurz eine Abmoderation und dann können wir die Zeit klären. Also vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie so gesund. Ja, ich hoffe wir konnten Ihren Kunden da aufklären. Ja. Über Duplexketten, wie gesagt, alle hatten immer Duplexketten und dass dieser Motor wirklich ein Highlight war in der Motorengeschichte, in jeder Beziehung. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Wiederschauen. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de